Natürlich, natürlich. Es gibt alles. Es gibt männliche und weibliche Energien. Es gibt Spezies, die zum Beispiel nicht bei allen, also die Plejaden ist übrigens nicht eine Rasse, sondern die Plejaden sind viele verschiedene Spezies. Auch Reptilien gibt es auf den Plejaden. Auch Katzenwesen gibt es auf den Plejaden und Hybride davon. Auch Vogelwesen gibt es auf den Plejaden. Und natürlich alles dazwischen, Bäume, Pflanzen, alles, alles, alles. Wenn ich jetzt von diesen Wesen spreche, dann wirklich hochentwickelt. Und das heißt, bei den Plejaden zum Beispiel, bei verschiedenen Spezies ist die Balance bei 70, 75% Frauen und 30% oder 25% Männer. Also das heißt, es gibt auch plejadische Männer, aber die Präferenz der Frauen die Präferenz der Seele bei den Plejaden ist Weiblichkeit. Trotzdem gibt es auch Männlichkeit. Und die Männer sehen auch nicht weiblich aus, sondern sehr, sehr, sehr männlich mit vollem Bartwuchs und extrem muskulös. Und die Frauen extrem weiblich mit wunderschönen Kurven. Und die plejadischen Frauen haben auch sehr starke Hüften, einfach diese ganze weibliche Energie, das Fließen. Und trotzdem zum Beispiel hatten verschiedene Plejaden-Frauen auch die Tendenz zu sagen, ich möchte kämpfen. Kümmern sich um Martial Arts oder kämpfen mit Schwertern, aber eben mehr als Tanz und einfach verkörpern hier ihre Männlichkeit in perfekter Balance. Und Mann und Frau sind weitestgehend gleichwertig, nur dass man in einer Welt von Frauen mehr ja, Möglichkeiten hat, als Frau erfolgreich zu sein. Das heißt, Politik, Militär, Wissenschaft, Forschung ist eben alles für Frauen gemacht. Aber Männer sind trotzdem willkommen. Aber da gibt's auch so Ideen und Konzepte, dass die Männer doch mehr Interesse haben zu kämpfen und die Männer dann doch eher für das Grobe zu tun gedacht sind. Und trotzdem gibt's Männer, die auch in Politik sind, Militär. Natürlich, wie soll es anders sein? Aber man wird dort oben, wenn es um Plejaden geht, mehr Frauen finden als Männer. Und das ist für mich aus meiner Perspektive eine wunderbare kosmische Balance von einer Spezies, die Mann und Frau manifestiert und Mann und Frau benötigt und nicht benötigt, um sich fortzupflanzen. Eine plejadische Frau kann sich zum Beispiel fortpflanzen ohne einen Mann und benötigt auch keine andere Frau, sondern kann sich in extremen Situationen aus sich heraus duplizieren und sich selbst schwängern und von sich schwanger werden. Das heißt, hier ist die Integration von männlicher Energie in einem Frauenkörper in Perfektion gebracht. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Spezies, wo Frauen sehr androgyn sind und Männer sehr androgyn sind, wo man wirklich sagt, warte mal, ist das jetzt Mann oder Frau? Aber trotzdem gibt es beide Geschlechter, aber oft ist diese Erscheinung bei Spezies, die sehr emotional flach sind. Also auch Emotionen spielen eine sehr große Rolle. Hier, wie sich ein Geschlecht manifestiert. Das ist auch interessant, also aus meiner Perspektive. Das ist meine Perspektive, die ich teile aus meinen Beobachtungen, aus direkten physischen Kontakten und aus der Erinnerung aus anderen Inkarnationen, dass die Spezies, die sehr androgyn sind, auch oft emotional nicht so extrem sind wie Männer, wie Männer, wie Menschen, weil Menschen sind sehr emotional im Vergleich zu anderen Spezies. Und je flacher die Emotionen sind, umso androgyner auch oft die Erscheinung von Mann und Frau, bis es sogar dahin geht, dass es Spezies gibt, die beide Geschlechter komplett integriert haben und überhaupt keine Sexualität benötigen oder leben und trotzdem komplett funktionsfähig und fortpflanzungsfähig sind, indem sie sich selbst klonen, indem sie sich selbst manifestieren. Was dann wieder hinkommt mit, die männliche Energie muss in der weiblichen Energie perfekt verkörpert sein. Also im Grunde kein Geschlecht haben, bedeutet aber beide Geschlechter in perfekter Harmonie zu integrieren und an und auszustellen, wie ich es benötige. Ich brauche eine weibliche Energie, um etwas zu gebären und eine männliche Energie, um das Weibliche zu supporten und die Manifestation der Idee der Frau in die Geburt zu bringen. Und hier ist die absolute Struktur der kosmischen Energien immer polar, binär, Plus und Minus. Und alleine so sind ja auch die Atome aufgebaut, Plus, Minus und neutral. Und neutral hält die eine Seite und die andere Energie, die negative Energie strukturiert, hilft.
die positive Energie zu strukturieren und am Ende zu manifestieren, was eigentlich die Absicht ist zu manifestieren. Und ich möchte jetzt aber nicht zu stark in Quantenphysik gehen, aber einfach so mal in den Raum legen, dass es immer beides benötigt, beide Seiten. Und genauso ist es auch mit hell und dunkel. Das Licht existiert nur mit dunklen Anteilen in sich und die Dunkelheit existiert nur mit lichtvollen Anteilen in sich. So strukturiert sich die materielle Welt. Und das Interessante, wenn ich aus der physischen in die semiphysischen und von dort in die nicht physische Welt gehe, dann wird aus Licht eine Void, eine Vortex, also Dunkelheit, aus der sich alles manifestiert. So kann man auch sagen, dass sich das Licht in der Dunkelheit integriert, besser gesagt in ihren Potenzialen integriert und das Licht lediglich der Prozess ist von Geburt, von Manifestation. Das heißt, der weibliche Prozess supportet von dem männlichen Prozess, der hilft der Weiblichkeit, dem Licht sich zu strukturieren. Das heißt, ich benötige die Dunkelheit, um Licht zu sein. Und im Vergleich zu dem, was in der New Age-Welt gerne mal erklärt wird, alles, was dunkel ist, ist negativ. Das ist nicht korrekt. In der Dunkelheit sitzt mein Potenzial und der Support, mich zu manifestieren in dem, was ich bin, in dem, was ich erfahren möchte. Und wenn ich Licht erfahren möchte, erfahre ich mich als Licht nur in der Dunkelheit. Und das ist eigentlich genau die absolute Basis von Manifestation, dass ich mich in Bewegung bringe. Durch Bewegung und Idee entsteht Licht und daraus Materie gehalten in dem Gegenpol, in dem, was anders ist. Und damit ist Dunkelheit Teil deiner Göttlichkeit und nichts Negatives. Und Teil von meiner Aufgabe, wie ich es sehe, mit dem Geschenk, dieses kosmische Selbst zu verkörpern in diesen Menschen, ist dem limitiertesten Spektrum der materiellen Welt, das erreicht werden kann, sprich Menschsein. Ich spreche nicht in Negativität hier, sondern Menschsein ist limitiert und separiert und weiter geht's eigentlich nicht, bevor ich mich von der Quelle selbst trenne. Hier dieses Wissen zurückzugeben und zu sagen, warte mal, die Dunkelheit ist deine Göttlichkeit, das Licht ist deine Göttlichkeit und du bist alles, was du erfahren kannst und alles, was ist, alles ist deine Energie.